Was ist das schon wieder für ein Eumel? Das ist der X30 Pro von Atomstock und jetzt Leute 33 Watt Ausgangsleistung. Wir wollen uns diesen krassen Laser einfach mal anschauen. Was bringt er? Was kann er? Lohnt sich dieser Laser? Und ich werde euch wieder kostenlose Dateien zur Verfügung stellen und ich wünsche euch jetzt einfach viel Spaß beim Schauen. Ja Leute, ihr habt es richtig gehört, 33 Watt Ausgangsleistung. Jetzt erstmal herzlich willkommen bei Gipfelholz. Ich bin der Jens und wir schauen uns heute gemeinsam diesen X30 Pro von Atomstock einfach mal genauer an. Wir wollen schauen, taugt dieser Laser was? Lohnt sich diese Anschaffung? Was kann er mehr als der X20? Weil der X20 ist ja erst vor ein paar Monaten im Endeffekt rausgekommen, neu mit 20 Watt Ausgangsleistung. Was können die 30 Watt oder beziehungsweise die 33 bis 36 Watt, was Atomstock angibt? Und das wollen wir uns einfach mal genauer anschauen. Ihr seht den X30 hier schon fertig aufgebaut. Ich spare euch den Aufbau heute in diesem Video, denn es ist nichts anderes wie der X20. Wer den Zusammenbau sehen will vom X20, der kann sich das Video gern da nochmal anschauen. Werde ich euch nochmal verlinken. Wir haben hier nur einen Tausch des Lasermoduls. Das Modell hier, der X30, ist komplett in 10 Minuten, Viertelstunde wirklich aufgebaut. Überhaupt kein Problem. Jetzt springen wir noch mal ganz kurz einen Schritt zurück. Ich zeige euch schnell den Lieferumfang dieses X30s und dann werden wir uns einfach noch mal den Laser genauer anschauen und dann gebe ich euch noch ein paar Tipps und Tricks, wie ihr den Laser richtig einbindet und die richtige Einstellung im Lightburn. Also das Herzstück ist natürlich hier dieser 33 bis 36 Watt Laser. Es ist schon ein enormer Eumel, hat auch wirklich sein Gewicht hier. Alles andere wird mitgeliefert, Netzteil, Kompressor, der Kompressor selber, der Schlauch dazu. Alles, was ihr braucht, sogar Werkzeug wird mitgeliefert hier, um das Ganze zusammenzubauen. Eine gute Bedienungsanleitung ist auch wichtig. Hier ist auf Deutsch und hier steht echt original dran, super dran beschrieben, wie das Ganze aufgebaut werden soll. Also damit sollte keiner ein Problem haben damit. Also das muss ich sagen, ist echt top gelöst hier. So, den Aufbau haben wir uns ja gespart, deshalb erkläre ich euch ja nachher lieber, wie man den Laser richtig einbindet, denn es gibt ja schon so einige Probleme. Beim X20, beim X7 oder so hat es Probleme gegeben, da haben sich Leute beschwert, ja, ich habe gar keine Leistung, so wie du. Ja, das stimmt und zwar ist es wichtig, wie man den Laser nämlich einbindet, deshalb werde ich euch das Ganze nämlich dann nochmal extra im Lightburn zeigen, damit da keine Probleme wieder auftauchen und dass man solche Sachen hier ausschließen können. So, ich habe aber schon mal eine Opferplatte zugeschnitten. Das ist einfach eine ganz normale, billigste Platte hier, Pressspanplatte, wie auch immer. Und da werden wir noch das Koordinatensystem drauflesen. Das stelle ich euch natürlich auch kostenlos zur Verfügung. Könnt ihr dann unten in der Videobeschreibung einen Link zur Homepage finden. Da findet ihr auch diese Füße, denn ich werde das Ganze hier mit Füßen festschrauben. Diese Füße, die kann man noch aufbauen. Das ist so eine Art Lego-System. Und dann kann man den nach oben versetzen, diesen Laser hier. Für ein Rotari zum Beispiel, aber jetzt machen wir erstmal die Grundfüße auf diese Platte und danach werden wir dann gleich mal nachher noch das Koordinatensystem drauf lasern. Passt, sitzt und hat absolut keine Luft mehr. Also da bewegt sich kein Zehntel Millimeter was. So soll es sein, damit der Laser hier immer an der gleichen Stelle lasern kann, wenn ich das Koordinatensystem drauf habe. Optimal. Geliefert wird der X30 ja auch wieder wie beim X20 mit diesem Kompressor hier, den wir hier an einer verschiedenen Stärke hier einstellen können. Ein Schlauch mit dazu. Wir können dann hier direkt den Air Assist hier anschließen oder ansteuern mit der Luft hier, einfach draufstecken, diesen Schlauch hier und unten bläst es dann richtig schön raus. Also das ist schon mal ganz gut. Also die Lautstärke ist für mich gefühlt ein bisschen leiser irgendwo. Wenn man jetzt natürlich nicht ansteckt, wenn man jetzt nur mal so blasen lässt, hört ihr die Lautstärke. Und das ist jetzt wirklich absolut volle Leistung. Das finde ich relativ leise, muss ich sagen. Gut, wenn man es jetzt ansteckt, ist die Lautstärke schon ein bisschen höher, denn es pfeift ja unten ein bisschen raus hier, aber das finde ich jetzt absolut okay.
Jetzt schalten wir mal das Lasermodul an. Was mir gleich aufgefallen ist hier an diesem X30 hier, er hat natürlich enorme Leistung und diese enorme Leistung muss auch irgendwie gekühlt werden. Und da sind schon ganz schöne krasse Lüfter drin, so wie mir das vorkommt. Ich schalte ihn jetzt mal an und ihr werdet es gleich mal hören. Es ist jetzt gerade nicht ganz so leise, diese Lüfter hier. Also ihr hört gerade diese Lüfter hier schon. Es ist schon enorm, was der hier wirklich bläst an Lüfter. Weil wir haben natürlich eine Leistung und die müssten wir echt, diese 33 Watt müssen wir auch irgendwie runterkühlen. Das ist ganz klar. Wir haben ja hier noch ein Touchpad hier. Dieses Touchpad ist dafür da, dass ihr auf der Micro-SD-Karte hier G-Code speichert. Ihr könnt also im Lightburn das Ganze hier vorab alles einstellen. Ihr könnt es dann als G-Code speichern, hier rein und könnt den Auftrag dann auch von hier starten und auch nochmal Einstellungen vornehmen. Das zeige ich euch aber nicht. Ebenso werden hier hinten versteckt ist eine WLAN-Antenne. Ihr könnt das Ganze ins Netzwerk einbinden hier und könnt das Ganze dann auch vom Handy aus steuern. Das Ganze erkläre ich auch nochmal im Video vom X20. Wen das interessiert, soll es sich doch bitte nochmal anschauen. Ist doch einfacher, als das Ganze nochmal doppelt zu erklären. Schauen wir uns das Lasermodul nochmal genauer an hier. Und zwar, ihr seht es jetzt schon, von der Größe her ist er nochmal ein bisschen größer geworden wie der X20. Das ist der X20 hier, da fehlt das Gehäuse bloß. Aber es ist schon noch ein Stückchen größer. Ihr seht es hier. Breite und Tiefe hat sich nichts groß hier verändert. Was ich jetzt gleich mal gesehen habe, ist der Air Assist hier, der hier verbaut ist. Der ist beim X20 anders verbaut. Ich bin mal gespannt, ob er hier eine andere Lösung, ob sie da hier eine andere Lösung haben. Es hat schon hier ganz gut funktioniert und jetzt bin ich mal gespannt, wie diese Lösung hier funktioniert beim X30. Hier sind ja 4 Laser verbaut. Hier in diesem Modul sind 6 Laser, die über Spiegel laufen und dann einen Punkte geben. Also da bin ich jetzt auch mal gespannt, was diese 6 Laser alles so bringen. Ich möchte euch jetzt einfach nochmal zeigen, wie das funktioniert, den Laser hier in Lightburn richtig einzubinden, damit ihr den richtigen Treiber habt, damit jetzt nicht irgendwelche Probleme wieder auftauchen. Mein Laser schneidet nicht richtig oder er hat weniger Leistung. Ja, es kann passieren, das haben wir rausbekommen mit den anderen Abonnenten und das möchte ich euch nochmal, weil es sehr wichtig ist, zeigen. So, ihr geht jetzt hier auf Geräte, also ihr steckt euren Laser ganz normal an mit USB oder wie auch immer. Nee, nicht wie auch immer, sondern einfach mit USB, steckt es dann an und dann öffnet ihr euren Lightburn und dann geht ihr hier auf Geräte und geht auf manuell. Nicht auf Laser suchen, sondern auf manuell erstellen. So, jetzt nimmt ihr diesen Treiber hier, GRBL-Treiber hier, geht auf Next, Serial USB-Anschluss, haben wir ja dran. Jetzt kann man hier einen Namen eingeben. Ich würde euch so empfehlen, für jeden Laser, den ihr habt, wenn ihr mehrere haben solltet, ein eigenes Profil anzulegen. Und jetzt legen wir hier nochmal einen Atomstark X30 einfach mal an hier. Wir haben eine Arbeitsfläche von 400 auf 400 mm. Geht es auf Next. Jetzt könnt ihr sagen, wo der Laser anfängt. Ausgangsposition des Lasers ist vorne links. Laser beim Start in Auto Home positionieren, habe ich jetzt mal an, das könnt ihr auch später wieder abschalten. So, jetzt geht es auf Next und geht es nur noch auf Finish. Jetzt müsste der Laser eigentlich schon angebunden sein, wenn er jetzt irgendwo in der Mitte gestanden ist, müsste er in die Position fahren. Wenn nicht, dann geht es hier auf COM6 hier. Also bei mir ist es jetzt COM6 hier und stellt dann hier einfach den X30 einfach ein. So, und jetzt müsst man mal schauen, macht der Laser was? Jawohl, jetzt können wir den Laser hier mit der Bewegung, können wir einfach mal irgendwo hinfahren lassen. Jawohl, er fährt auch dahin, wo ich ihm sage. Jetzt seht ihr hier oben noch ein cooles Gimmick. Was heißt cooles Gimmick? Da könnt ihr die Bewegung, da könnt ihr auch eine neue Position anlegen, verwalten und könnt eine neue hinzufügen. Und zwar, das ist dann immer der Mittelpunkt. Ich nenne es einfach Mittelpunkt. Und der Mittelpunkt, der beträgt ja hier 200 auf 200. Müsste absolut die Mitte sein. Und jetzt wollen wir mal schauen, ob er dann auch in die Mitte fährt. Also man klickt den Mittelpunkt an und der Laser müsste theoretisch ab in die Mitte fahren. So, Home-Position auch nochmal drücken.
und der Laser fährt automatisch in die Home-Position. Jetzt ist mir noch ein wichtiger Punkt eingefallen, Leute, und zwar gab es da auch noch Probleme bei manchen Abonnenten, die haben einen Wert falsch eingestellt gehabt. Und zwar, wenn ihr euer Profil angelegt habt, bitte kontrolliert diesen Wert hier, und zwar ist der unter Bearbeiten, Geräteeinstellungen, und schaut mal, ob hier in dem Max-S-Wert 1000 drin steht. Denn es gibt nämlich Leute, die hatten hier 250 zum Beispiel drin stehen, und 250 bedeutet, er würde von, wenn ihr zum Beispiel jetzt mit 80% lasert, er würde nur 25% von den 80% lasern. Das heißt, er würde sehr schwach lasern. Deshalb stellt diesen Wert hier immer auf 1000. Das bedeutet, das sind dann die 100%, wo er leisten oder lasern würde. Deshalb kontrolliert das nochmal. Ganz wichtig. Wenn ich schon mal dabei bin, die Frage kam auch öfters, hier den Laserfeuerknopf. Wo ist der? Den könnt ihr hier aktivieren und dann taucht dieses Feld hier unten auf und damit könnt ihr euren Laser, stellt 1 bis 2% ein. Wenn er auf Feuer drückt, dann seht ihr, wo der Laser anfängt zu lasern, oder er sieht diesen Laserpunkt im Endeffekt. Der ist sehr schwach, aber das ist ja gewollt so, sonst würdet ihr ja schon loslasern. Und den müsst ihr halt auch noch beachten. Wenn ihr dann sehen wollt, wie der Laser im Rahmen lasert, dann drückt einfach die Shift-Taste, Shift-Großtaste und drückt auf Rahmen, gedrückt halten die Shift-Taste, und dann könnt ihr sehen, in welchem Rahmen hier euer Laser lasern würde. So, ich hoffe, ich habe jetzt mal wenigstens 2 Probleme ein bisschen ausmerzen können hier, und ihr habt jetzt mehr Leistung wieder an eurem Laser. Jetzt ist mir ein Punkt noch richtig wichtig, Leute. Ich weiß, das wollt ihr vielleicht nicht hören, Thema Sicherheit. Ich sehe so viel in den sozialen Medien, was mit diesen Lasern passieren kann. Ey, absolut verrückt, was da abbrennen kann oder sonst irgendwas. Deshalb, ein Laser ist kein Spielzeug. Das sind 33 Watt, das auch noch. Egal welche Laserstärke ihr habt, es ist kein Spielzeug und es kann immer was passieren. Deshalb seid immer in der Nähe von eurem Laser beim Lasern und nicht mal hier schnell Start drücken und dann mal eine Stunde wegspringen und nichts mehr beobachten. Hey Leute, es kann richtig sakrisch viel passieren. Deshalb achtet da einfach drauf. Genauso ist es mit der Absaugung. Eine Absaugung braucht ihr definitiv, wenn ihr das Ganze nicht in der Garage mit tollen Belüftungen habt oder so, braucht ihr eine Absaugung, denn die Dämpfe, die da entstehen bei Holz, bei Plastik, bei allen anderen Sachen, die sind einfach giftig, krebserregend. Deshalb atmet diesen Mist nicht ein, kauft euch irgendwie einen Filter dazu, gibt es ja noch extra Filter dazu, die man noch anstecken kann, so Aktivkohlefilter. Oder ihr baut euch ein Gehäuse, der Manu und ich haben ein Gehäuse gebaut, das werde ich euch hier auch nochmal verlinken. Oder ihr kauft euch einfach ein Gehäuse und leitet diese ganzen Gase nach draußen. Das ist dann auf jeden Fall sicherer. Bei mir in der Werkstatt, ich habe eine riesen fette große Absaugung oben dran, die saugt jedes kleine bisschen ab. Also da brauche ich bei mir gar keine Probleme, habe ich gar keine Probleme damit. Und deshalb, aber ihr müsst halt einfach drauf schauen, was ihr daheim macht, aber nicht einatmen. Des Weiteren ist es wichtig, Leute, schaut bitte niemals hier in diesen Strahl rein ohne Brille. Wenn ihr auch ein Gehäuse habt mit Sichtschutz, setzt da trotzdem bitte eine Brille auf, denn euer Augenlicht, ihr wollt ja den Laser noch irgendwann mal sehen, und deshalb empfehle ich es euch. Es wird eine mitgeliefert, aber ich vertraue eher hier dieser Brille hier, die ich dann auch zusätzlich gekauft habe, die kann ich euch unten auch nochmal verlinken. Ich bin damit eigentlich relativ zufrieden. So, gut, ich denke mal, die Sicherheitsmaßnahmen haben wir jetzt genannt, und wie gesagt, ist mir wichtig, und beachtet es bitte auch. 2 Sicherheitsfeatures kann ich euch ja noch hier zeigen, oder 3 beziehungsweise. Wir haben hier einen schönen Sichtschutz verbaut. Es funktioniert auch gut wie beim X20, dass da jetzt wenig Strahlen rauskommen, aber es kommen immer Umgebungsstrahlen irgendwo raus. Deshalb achtet da einfach drauf. Und bei mir ist es jetzt so, ich mache dieses Gehäuse hier ab mit diesem Sichtschutz. Da kann ich auch besser, ich sage jetzt mal besser fokussieren und das Ganze halt ja besser machen. Gut. Der andere Notaustaster haben wir auch noch, und wir haben so ein Anti-Wackel-Ding. Wenn das Ding jetzt irgendwo sich bewegt, schaltet sich der Laser auch automatisch gleich aus. Also das ist auch noch so ein Sicherheitsfeature, das wir haben hier bei diesem Laser.
Wir haben ja hier auch eine Internetverbindung oder halt einen Wi-Fi-Anschluss haben wir hier auch noch dran. Ich nutze den nie. Ihr könnt das Ganze auch ohne USB-Kabel dann betreiben mit dieser App. Aber dieses Video, das kann ich euch beim X7 nochmal zeigen. Das hat keinen Unterschied zum X30. Da könnt ihr gerne nochmal reinschauen. Werde ich euch unten nochmal verlinken. Wen diese Verbindung hier mit dem Wi-Fi und mit dieser App interessiert, könnt ihr gerne da nochmal schauen. Dazu müsst ihr auch diese mitgelieferte Micro-SD-Karte, die ist in diesem Stick hier drin. In diesem Stick könnt ihr dann einfach rausnehmen und die Micro-SD-Karte könnt ihr zum Betrieb einfach hier reinstecken. So, meine Lieben, ich bin jetzt mal so richtig gespannt, was dieser Laser hier bringt. Diese 33 brutalen Watt. Echt mega, ich freue mich drauf. Leute, diese ganzen Werte, die ich jetzt hier im Video rausgearbeitet habe für euch dann nachher, werde ich auf meine Homepage packen. Ihr könnt es hier nachlesen. Diese Werte sind aber alle Richtwerte, Leute. Bitte beachtet es einfach, denn es gibt verschiedene Qualitäten vom Material. Es gibt bei der Holzqualität ist es wirklich ein deutlicher Unterschied. Schlechte Qualität, gute Qualität und. Wir haben auch andere Werte dann, aber die müsst ihr euch einfach mal, wie gesagt, es sind Richtwerte. Danach könnt ihr euch einfach mal richten und müsst euch einfach langsam hinarbeiten ans Material. Ebenso wendet da immer einen Speed- und Power-Test drauf an. Speed- und Power-Test und Schneidetest und auch dieses Koordinatensystem werde ich euch auch kostenlos auf der Homepage zur Verfügung stellen. Wie gesagt, unten in der Videobeschreibung mehr klicken und irgendwo findet ihr einen Link auf die Homepage. Schaut es da einfach nach, lest einfach nochmal nach, was ich da alles draufgebracht habe und dann werdet ihr wahrscheinlich schneller ans Ergebnis kommen. Also ich würde sagen, viel Spaß und wir sehen uns danach und reden einfach nochmal drüber und schauen uns das Ganze nochmal im Detail an, was wir hier alles gelasert haben. So, dann schauen wir mal den ersten Speed- und Power-Test. Das war ja Kindergarten, ganz ehrlich. Ich muss den jetzt anpassen. Ich habe da leider noch den Namen vergessen zu ändern. X20, X30. Aber das war ja lächerlich. Ich muss den Speed- und Power-Test jetzt definitiv mal anpassen, um zu schauen, wo er wirklich mal anfängt, Probleme zu kriegen. Also fahren wir mal richtig schnell. So Leute, doppelte Geschwindigkeit bei gleicher Leistung. Bin ich mal gespannt, ob wir jetzt endlich an die Grenzen kommen. Haben wir mal rausgeholt. Da können wir noch rausdrücken ein bisschen, oder? Ja, da ist schon. Also man sieht doppelte Geschwindigkeit. Und wir sind noch nicht ganz durch hier. Da könnte man eigentlich schon meinen, dass wir durch sind. Aber ihr seht mal, was für eine enorme Leistung der hat. Wenn man jetzt denkt, was früher war beim alten, beim X20, der hat ja schon richtig Leistung. Aber ihr seht es ja hier, ich kann hier locker mit 580% fahren bei 4 mm Sperrholz. Also ich denke mal, ich mache den anderen Speed- und Power-Test noch einmal mit dem doppelten, mit 8 mm Sperrholz. Dann wollen wir doch mal schauen, was da rauskommt. Holen wir es mal raus aus dem Rahmen. Da ist ein bisschen hängen geblieben, aber da ist ein Ast. So. Da geht es nicht mehr. Okay, also ihr seht sogar Sperrholz mit einem Durchgang 8 mm ist machbar mit 200 Geschwindigkeit, 200 mm pro Minute und 80% Leistung.
So, meine Lieben, wir sind fertig mit Lasern. Es hat mal richtig Spaß gemacht, das Ganze zu testen hier und zu probieren. Es hat aber auch jetzt mega lang gedauert hier, um euch die ganzen Werte zur Verfügung zu stellen. Bevor ich es jetzt vergesse, Leute, habt ihr schon einen Daumen da gelassen? Habt ihr schon den Kanal abonniert? Nein, dann macht's das Ganze mal. Ebenso könnt ihr unten alles in die Kommentare reinballern, was ihr über diesen Laser so denkt. Und habt ihr schon einen Laser und. Würde mich echt freuen drüber. Das wäre cool. Ebenso taucht immer wieder die Frage auf und die muss ich immer wieder 5-mal im Video beantworten. Wo sind die Dateien zum Downloaden? Unten in der Videobeschreibung ist ein Link zur Homepage. Da findet ihr alle Werte hier, die ich hier verwendet habe. Ihr könnt die Dateien dort kostenlos downloaden und ich werde euch auch in der Videobeschreibung alle Materialien inklusive Laser einfach nochmal dort hier verlinken, wo ihr das Ganze euch besorgen könnt. Ich würde jetzt aber sagen, ich hole es jetzt einfach mal her, wir besprechen das Ganze und dann werden wir am Schluss nochmal zum Fazit kommen und schauen mal, ob vielleicht Atomstark zu viel versprochen hat. Ich würde sagen, wir fangen einfach beim Holz an, hier bei den Schnitttests hier. Nochmal zum Vergleich hier, ich habe den X20 Pro, da haben wir hier, hat es bei 360% aufgehört, hier ging es nicht durch, hier ging es durch, also je nach Holz, habe ich schon erwähnt, je nach Qualität des Holzes. Wir haben beim X30 überhaupt keine Probleme, hier mit einem Durchgang alles durchzugehen. Deshalb habe ich den Test nochmal anpassen müssen hier. Und zwar habe ich jetzt dann die doppelte Geschwindigkeit genommen hier. Jetzt seht ihr hier sogar mehr als die doppelte hier bei 300, bei 100. Aber ich habe hier oben die doppelte Geschwindigkeit genommen auf 600. Und ihr seht, dass er dann anfängt, Probleme zu bekommen bei 580%. Das ging nur mit einem Schnitt durch und dann geht es schon nicht mehr. Also ihr seht diese enorme Kraft, was dieser Laser einfach hat. Ich habe das Ganze natürlich jetzt auch mal mit einem 8 mm Sperrholz hier verwendet. Diesen Speed- und Power-Test hier mit einem Durchgang, aber mit den alten Geschwindigkeiten, mit 300 und ja, hier oben bis maximal 90 fahre ich meistens meinen Laser. Und ihr seht, wir haben sogar bei einem Durchgang 8 mm, komme hier einfach durch mit 280%. Hier nochmal zum Vergleich hier den X7 hier, das ist aber noch mit den alten Werten mit 300 und das war dann ein Durchgang 4 mm Pappelsperrholz. Dann haben wir hier mal den Speed- und Power-Test hier. Das sieht man eher auf der Rückseite hier, wie es durchging. Da haben wir dann schon den großen Unterschied. Wie gesagt, ich kann euch diesen Speed- und Power-Test nur auf jedem Material empfehlen anzuwenden, damit ihr wisst, wie ihr einfach hier lasert. Also wie gesagt, bis zum Downloaden. Ebenso war überhaupt kein Problem, das Ganze hier 12 mm Sperrholz auch noch mit einem Durchgang durchzukommen. Also dann waren die 8 mm, ich hätte noch einen Test machen müssen auf diesen 12 mm. Das ist auch kein Problem, mit einem Durchgang durchzukommen. Aber mir ist halt auch immer wieder aufgefallen, das habe ich bei jedem Test hier, dort wo der Laser startet. Ich habe den Air Assist ja an, aber dort, wo er startet, haben wir hier immer ganz leichte Schmauchspuren. Gut, das ist mit einmal drüber wischen oder einmal drüber schmirgeln weg, aber nur so für euch zur Info, immer an der Stelle, wo er loslasert, diese Schmauchspuren. Das ist Fichte, wir haben hier 19 mm mit 2 Durchgängen, ist auch gar kein Problem, aber halt auch wieder hier diese leichten Schmauchspuren dort, wo er startet. Selbst 24 mm, überhaupt kein Problem, das ist auch Fichte hier, 24 und hier sind wir aber mit 5 mm durchgekommen. Atomstark gibt ja an, dass man mit einem Durchgang 20 mm Holz schneiden kann. Ganz ehrlich, Leute, es ist ein Schwachsinn. Es funktioniert, aber ich sage jetzt mal hier, ich fahre hier mit 100% Leistung, mit einer langsamen Geschwindigkeit. Das hier habe ich geschnitten mit 80 Speed und 100% Leistung. Ich bin gerade so durchgekommen. Ihr seht hier noch ein paar Kleinigkeiten hier, die hängen geblieben sind. Ich bin durchgekommen, aber ganz ehrlich, Leute, ich empfehle euch einfach, fahrt einfach die doppelte Geschwindigkeit. Hier habe ich zum Beispiel jetzt 160, das war die andere Seite, 160 Geschwindigkeit, also doppelte Geschwindigkeit und habe dann hier auf 90% runter gemacht und schon bin ich auch durchgekommen. Wir haben ja dadurch keine Zeitersparnis, wenn wir nur mit einmal durchgehen, wenn man mit der doppelten Geschwindigkeit genauso durchkommt mit zweimal fahren. Also ihr wisst, was ich meine. Es ist totaler Schwachsinn, hier das Ganze mit einem Durchgang und den Laser auch noch damit zu quälen im Endeffekt. Ich bin sogar durch Eiche durchgekommen, aber 6 bis 7 Mal Eiche 12 mm, aber, jetzt sage ich dieses große Aber, ich kann euch Eiche
definitiv nicht empfehlen zum Schneiden. Dann schaut mal auf die Rückseite, das ist hier wirklich richtig schön verkohlt hier. Es sind keine schönen Schnittkanten mehr und deshalb würde ich euch definitiv Eiche zum Schneiden nicht empfehlen. Es funktioniert, aber ich finde jetzt auf der Rückseite nicht wirklich schön und quält euren Leser einfach nicht so. Bei Acryl habe ich auch noch einiges zu erwähnen. Also es hat super funktioniert hier bei schwarzem Acryl durchzulasern hier, überhaupt kein Problem. Aber jetzt bei dicken. Atomstark wirbt ja auch, dass man mit einem Durchgang durchkommt, durch dieses Acryl. Ja, es funktioniert, muss ich sagen, es geht. Aber ganz ehrlich, wie gesagt, Leute, geht es auf die doppelte Geschwindigkeit und ein bisschen weniger Leistung und schon geht es richtig schön durch. Denn bei einem Durchgang, wie gesagt, naja, ist nicht so der Hit. Denn dieses Acryl fängt dann an zu schmelzen und das wollt ihr einfach nicht haben. Und so habt ihr einfach hier eine bessere Qualität. Wenn wir gleich beim Acryl bleiben, die Gravur selber ist echt ganz gut gelungen hier, aber es ist natürlich kein Vergleich zum Atomstark R30, denn wenn man jetzt mal den R30 vergleicht, wir haben hier richtig schön weiß gelasert und das ist jetzt hier graviert mit dem X30 hier, also man sieht diesen Unterschied schon. Wer weiß will, muss auf den R30 gehen. Habe ich ja ein Video gemacht, kann ich euch auch noch mal hier oben verlinken. Stein hat mir auch sehr, sehr gut gefallen, wie schön weiß das hier rauskommt, hier auf diesem Flussstein hier. Und das ist natürlich jetzt hier ein bisschen lackiert, aber die Qualität kann man echt nichts sagen, wie schön. Und man merkt richtig, wie tief es hier drin ist, hier richtig gut. Schiefer, ja, muss ich nichts dazu sagen, kommt richtig schön rüber hier und der Vorteil ist halt echt mit dem X30, ich kann hier halt echt eine mega krasse Geschwindigkeit fahren, hier mit 10.000 überhaupt kein Problem hier Schiefer zu lasern und ich bin echt gleich fertig. Den Trick mit dem Alu kennt ihr hoffentlich mit dem Folienspray. Wenn nicht, Video kann ich euch auch noch mal hier oben verlinken. Ist überhaupt kein Problem hier mit Alu, das Alu auch zu markieren hier. Das ist nicht graviert, es ist markiert. Das geht auch nicht mehr ab. Ist das Ganze mit Folienspray. Das kann man hier ganz leicht abziehen wieder. Funktioniert echt top und macht da auch einen Speed- und Power-Test drauf, weil denn jedes Alu ist anders. Und ja, könnt ihr auch mal probieren. Das Tolle ist natürlich auch wieder Edelstahl. Ich kann direkt auf Edelstahl hier lasern und ich kann hier eine relativ hohe Geschwindigkeit fahren, muss ich sagen. Und ich kann auch hier die Farben einstellen. Apropos Farben. Ich hoffe, ihr habt das Video schon gesehen, wie man mit einem Diodenlaser farbig auf Edelstahl lasern kann. Wenn nicht, kann ich euch auch noch mal hier oben verlinken. Also ihr seht schon, ihr müsst den Kanal verfolgen, dann erfahrt ihr hier einiges. Und zwar habe ich mehrere Versuche gebraucht. Ich werde euch jetzt mal eine Datei zur Verfügung stellen. Das ist diese hier. Das war das Ergebnis von dieser Datei, die ich hier habe. Werde ich euch auch noch unten verlinken. Und da könnt ihr jetzt verschiedene Farben machen. Das Ganze erreiche ich hier mit den verschiedenen Zeilenintervallen, mit verschiedenen Geschwindigkeiten und verschiedenen Leistungen. Wenn ich das Ganze dann richtig eingestellt habe und richtig, die richtige Werte finde, dann kann ich hier richtig coole Farbe lasern hier. Hier mal ein Versuch mit diesen Farbtönen hier. Hier noch ein Versuch mit anderen Farbtönen. Also es funktioniert richtig cool. Hier leider Misslungen. Das sollte unten rot werden, aber es hat nicht ganz funktioniert. Da war die Temperatur vom Edelstahl einfach falsch. Oh nein, ich habe was vergessen. Die obligatorische Fliese, die ich immer laser. Ja, ich habe sie natürlich gelasert. Entschuldigung dafür, dass ich sie fast vergessen habe. Da gibt es ja mittlerweile schon Fans davon. Ja, hier seht ihr die Fliese. Es geht noch ein bisschen besser, wird es gehen. Aber dafür habe ich leider keine Zeit mehr gehabt, um in die Feineinstellung zu gehen. Aber es schaut trotzdem ganz gut aus. Man muss nur noch ein bisschen dran arbeiten. So Leute, kommen wir mal zum Fazit des Lasers. Ich persönlich bin positiv angetan von diesen 33 Watt Leistung. Ich habe es mir mal zum X20 so circa ausgerechnet, wie die Werte mehr sind. Und zwar kann ich mit dem X30 circa 40 bis 50% schneller fahren, also komme schneller ans Ergebnis. Und ich komme so 20 bis 25% kann ich tiefer schneiden. Also das sind also nur so circa Werte. Was ich jetzt nicht wirklich brauche, aber vielleicht viele interessieren könnte, ist, dass ich den Laser einfach offline machen kann. Ich kann alles vorbereiten, kann den irgendwo mitnehmen, kann dann die Micro-SD-Karte einlegen, kann das Ganze dann für unterwegs irgendwas lasern oder so. Ich brauche es persönlich nicht und ich brauche auch nicht diese WLAN-Verbindung, die brauche ich alles nicht, aber ist alles in diesem Gerät hier vorhanden.
Was mir jetzt oder was den einen oder anderen vielleicht ein bisschen stören könnte, ist, dass der vielleicht bei anderen Herstellern ist es so, dass es teilweise hier ein bisschen verpackt ist hier. Nee, das ist einfach super, ja, qualitativ hochwertig aufgebaut, aber hier zum Beispiel ist keine Schleppkette dabei. Mich persönlich stört das überhaupt nicht. Ich habe da meinen Platz hier und ich brauche da keine Schleppkette. Deshalb stören mich diese Kabel, die hier rumhängen oder diesen Schlauch, der hier rumhängt, überhaupt nicht. Ein weiterer Punkt, was jetzt irgendjemand stören könnte, ist, habe ich anders gelöst, kommen wir gleich dazu, ist diese Schutzkappe hier unten oder diese Schutzhaube, die da unten dran ist. Wenn ich jetzt mein Werkstück ausrichten will, ich sehe halt dann nicht mehr wirklich, wo der Punkt ist. Deshalb habe ich die Schutzkappe ja abgemacht. Aber wie gesagt, könnt ihr auch machen, aber vorsichtig beim Reingucken oder beim Reingucken nur mit Brille. Und das ist halt der einzige Punkt, wo ich sagen muss, okay, hätte es besser gelöst werden können. Aber gut, wie will man es anders hier jetzt lösen? Ich habe das jetzt beim X20 ganz anders gemacht. Ich habe mir hier eine Kamera reingebaut oder hier einen Arm gebaut, hier mit Kamera und allem drum und dran. Und es hat wirklich super funktioniert oder es funktioniert super. Das werde ich hier wahrscheinlich auch nochmal bauen hier. Da brauche ich nur mein Werkstück hier drauflegen, kann es im Lightburn ausrichten und Laser genau auf den Punkt. Also hier funktioniert es echt top und werde ich wahrscheinlich hier auch nochmal anbauen. Puh, so meine Lieben, wir sind am Ende des Videos. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen hier ein paar gute Tipps geben, eine Kaufempfehlung geben oder ihr freut euch einfach über die Dateien, die ich euch kostenlos zur Verfügung stelle. Probiert das Ganze aus. Lasst ein Abo da, lasst vor allem Kommentare da, abonniert den Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal aus dem Allgäu. Servus!